Hallo, mein Name ist Erik. Ich bin Illustrator. Heute geht es um die Einpunktperspektive. Eine Serie zum Thema Perspektiven. Stell dir vor, du stehst vor dieser Landschaft. Deine Augen markieren den optischen Horizont, hier in Magenta. Du baust dir nun eine Eisenbahn. Such dir einen Punkt am Horizont aus. Dies wird der Fluchtpunkt. Nun zeichnen wir das Gleis. Alle Objekte richten sich an einem einzigen Fluchtpunkt aus und nur diesen einzigen Fluchtpunkt. Kann der Fluchtpunkt an einem anderen Ort sein? Ja, das geht. Ich zeige ein Beispiel. Ich setze wieder einen Fluchtpunkt und ziehe nun die Gleise in meine Richtung. Voraussetzung ist, dass die horizontalen und vertikalen Linien parallel zueinander bleiben. Dazu später mehr. Es ist wichtig, dass es nur einen Fluchtpunkt gibt, also entweder der eine oder der andere. Sonst ist es keine Einpunktperspektive mehr. Diesen Merksatz müsst ihr nicht auswendig lernen. Früher oder später werdet ihr sowieso automatisch wissen, welche Perspektive angewendet wird. Ich zeige euch auf, wie man Strommasten zeichnet, im richtigen Abstand. Ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt noch nie meine Zeichnungen konstruiert, aber vielleicht für den Anfang ist es eine kleine Hilfe. Wir zeichnen zuerst die zwei Fluchtlinien, die die Größe der Masten definieren sollen. Wir lassen mal den Cowboy verschwinden. Die Strommasten, hallo. Nun ziehen wir die erste Linie senkrecht herunter und positionieren den ersten Masten. Dann positionieren wir den zweiten Masten, hier Magenta gekennzeichnet. Vom vorderen Masten ziehen wir eine diagonale Linie zum zweiten Masten ins untere Eck. Vom oberen Eck des zweiten Mastens zeichnen wir eine Diagonale zum unteren Eck des ersten Mastens. Nun ziehen wir vom Fluchtpunkt zum Kreuzpunkt beider Masten eine Linie. Nun ziehen wir vom unteren Punkt des ersten Mastens durch den Mittelpunkt des zweiten Mastens eine Linie. Es folgt eine senkrechte Linie. Nun folgt eine Diagonale vom zweiten Masten zum vierten Masten, der den dritten Masten durchkreuzt. Es folgt eine Senkrechte, gefolgt von einer Diagonale, und das geht immer so weiter.
Was ist der Unterschied zwischen Ein-Punkt- und Zwei-Punkt-Perspektiven? Ich erkläre es euch. Ich zeichne einen Würfel und die Frontfläche ist parallel zur Bildfläche. Dies ist eine Ein-Punkt-Perspektive. Alle Fluchtlinien flüchten zu einem Punkt. Nun zeichne ich einen Würfel mit 2 Fluchtpunkten. Es sind nur noch die 3 senkrechten Linien, die parallel zur Bildfläche stehen. Dies ist ein guter Merksatz für die Ein-Punkt-Perspektive. Wichtig ist der einzige zentrale Fluchtpunkt sowie die horizontalen und vertikalen parallelen Linien. Im Gegensatz zur Zwei-Punkt-Perspektive mit ihren 2 Fluchtpunkten, nur den senkrechten Linien, die parallel sind zur Bildfläche. Ein kleiner Trick. Stellt euch einfach vor, wie die Objekte aussehen würden, wenn wir diese verlängern würden. Bei diesem Beispiel wäre es einfach eine Mauer. Bei komplexeren Objekten werdet ihr sicher verstehen, was ich meine. Ein-Punkt-Perspektiven gibt es eigentlich selten. Meistens sind dies Straßen, Bahnen oder Alleen, die monoton in eine Richtung gehen. Oder in Innenräumen, aber dazu später mehr. Manchmal weiß man einfach nicht, wo der optische Horizont ist, aber es gibt einen einfachen Trick. Positioniert den Bleistift an dem vermeintlichen Horizont. Oberhalb des Bleistifts sollten sich alle Fluchtpunkte senken und unterhalb des Bleistifts sollten alle Fluchtpunkte steigen. Beim Bahnhof ist wieder klar, es gibt die klassischen Fluchtlinien, die horizontalen Linien und die senkrechten Linien. Und schon steht der Bahnhof. Unsere Reise geht weiter zu den Innenräumen. Eigentlich der typische Ort für die Ein-Punkt-Perspektive. Falls ihr noch Fragen habt, werde ich sie gerne beantworten, entweder hier oder sonst im nächsten Video. Betrachten wir diesen Raum. Ein idealer Ort für die Ein-Punkt-Perspektive. Nun setzen wir eine optische horizontale Linie auf Augenhöhe. Den Fluchtpunkt finden wir leicht, indem wir alle nicht horizontale oder vertikale Linien verlängern. Der Tisch geht in die gleiche Perspektive, weil er parallel zu den Wänden gesetzt wird. Zum einfachen Verständnis, wäre dieser Raum unendlich tief, würde er beim Fluchtpunkt enden. In einem solchen Raum dürfen eigentlich keine Gäste fehlen. Jetzt fehlt nur noch eine Person, die wir am Fluchtpunkt positionieren. Spätestens jetzt sollte man das Bild erkennen. Dies ist keine Verschwörung aus dem Buch Sakrileg von Dan Brown,
sondern ein Mittel, wie man den Betrachter auf die Hauptperson lenkt. Dies wird in der Kunst oft angewandt. Okay, ich schmeiß noch die Fluchtlinien weg. Und eine Person ist noch zu viel im Raum. Das Bild heißt Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci und man kann es betrachten in Mailand, Italien. Falls ihr das Bild im Original anschauen wollt, dann reserviert bitte die Tickets mindestens eine Woche im Voraus. Es folgt noch bald ein zweiter Teil. Ich sag schon mal Dankeschön.